Hoffen wir mal, dass das hier uns vorwärts bringt. Ah, ja, indem wir es ihm zeigen. Look, Mr. Bryden, my father's journal. Vielleicht kann er sich irgendeinen Reim It darauf confirms bilden. he was with your brother during the excavation of Hobbs Barrow. Ha, take that away from me. I'll be having none of that. Scheiße, er ist stur. Vielleicht der Stein, da kann er schlecht weggucken. What do you make of this stone, Mr. Bryden? It was strapped to my father's journal. Wait a minute. Let me see that. By God. Wait here a moment. I need to get something from inside. Okay. I waited for what felt like an age. I now realize that Mr. Bryden must have been in a great debate with himself, wondering whether or not to share his own piece of the mystery with me. Ob es noch einen zweiten Stein gibt? The goat stared at me, seemingly in pity, as I stood there in that rolling fog. Finally, Mr. Bryden emerged. Now then, as far as I know, what I have here is the only thing that Samuel brought back from Barrow. Take a look. Incredible! A pear! That's been in my drawer ever since Samuel passed. I suppose it might be important, so I kept it safe. Fate is clearly playing a part in your arrival, lass. Please, Mr. Bryden, allow me to excavate Hobbs Barrow, a place that is no more than dirt and stone. You're not gonna give up, are you, lass? I'm not. Samuel managed to say one thing about those men that helped him. I think it's time I tell you. Yes? He stuttered out that one of those fellows could barely walk after they got out of there. Tongue-tied too, the man were. My father. You what? My father. He had an accident around 25 years ago that left him bedbound and unable to talk. Aye, could be him. My mother told me it happened in a horse riding accident. Samuel boarded up that barrow for a reason. Something unnatural occurred, I know it. Mr. Bryden, we must rely on our rational faculties to explain any... Promise me you'll be careful. Any sign of trouble, leave without hesitation and we board that accursed place up again. Understood? Wait, you're giving me permission to excavate? Aye. Against me better judgment. I don't have the energy to stop you, lass. Thank you so much. I am grateful. Don't make me regret my decision. Take Samuel's stone. Are you sure? Aye. Give it back to me when you're finished, though. I promise. Thank you. I'll be sure to show you my discoveries, Mr. Bryden. I'd rather you don't. Now then, I've got things to get on with. I don't suppose you can spare any labour to help me with the dig? Don't push your luck, lass. Market's on today. Plenty of able-bodied men about. Ta-ra now. Wir brauchen auch noch eine Schippe. Permission Like granted. that, I finally had permission to excavate Hobbs Barrow. Den Erfolg haben wir gerade freigeschaltet. Und die Schlange. Wir haben den Teller gesehen. Tag 2. Schlange. Die Initialien. Es kommen noch immer mehr. Sagen mir im Moment nichts. 3 Sterne sind abgebildet. Auch das sagt mir nichts. Ich glaube aber, dass in dem Buch eine Schlange abgebildet war. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. As exciting as that was, I was distracted by what Mr. Bryden said of his brother's associate. There was no doubt in my mind that father was the stricken man he spoke of. You told me he was crippled after coming off his horse. Das ist aber auch halt zu der Zeit die wahrscheinlich logischste Erklärung. Why did you lie to me? To protect me? To stop me from following in his footsteps? Und deswegen hat sie vielleicht auch das Buch verbrannt, dass das nie in unsere Augen kommt, weil sie wissen würde, dass wir dorthin gehen wollen, wo Vater ist. Oder wo er war. Und am Ende führt uns unser Weg trotzdem dorthin. You failed. And so did Charles Bryden. He should have said no. He should have never given me that stone. Wow, das wird spannend.
Schauen wir uns mal den Stein nochmal genauer an. Gucken wir nochmal ganz kurz ins Journal. Gut, hier sind die Schlangen. Das wird wahrscheinlich eine Uhrzeit sein, an der wir reingehen müssen oder so. Eventuell müssen wir die beiden Steine irgendwo anlegen in der Nachtzeit. When the sun and the two moons meet, the Guardian shall be defeated. Dann wird vielleicht der Guardian, das soll ja der Goblin sein, vielleicht wird dann der Goblin besiegt von uns. Und dann... Das bringt uns nicht so ganz weiter. Ich hoffe, dass wir da Unrecht haben. Ich hoffe, dass meine These falsch ist. Boah. Hello? Er wird nicht mehr öffnen. Aber ich wollte es Is trotzdem anyone home? versuchen. Ich hoffe, er bringt sich nicht um. He's not answering. Gucken wir nochmal ganz kurz auf die Ziege. War zu erwarten. Ich würde, weil wir jetzt gerade eh hier sind, nochmal ganz kurz an Hobbs Barrow vorbeilaufen. Was war hier nochmal abgebildet? A und R. Können wir... wait. No, that won't work. Oh, scheiße. Können wir eventuell den... That's a peculiar idea. Auch nicht. Nee, das bringt uns im Moment noch nicht weiter. Ich glaube auch nicht, also, dass der andere Stein aus irgendeinem Grund damit funktionieren würde. Wir versuchen es mal. Würde mich aber sehr, sehr, sehr wundern. No, that won't achieve anything useful. Okay. Wir wollten aber mal auf Nummer sicher gehen. Er wartet hier. Die Frage ist, wo wartet er? Scheiße, er ist hier auch nicht. Er ist schon wieder verschwunden. Okay. No, that won't work. Okay. Nochmal ganz kurz das Buch. No, that won't work. Okay, auf geht's. Zum Markt? Das scheint unsere nächste Direction zu sein. Wir gehen an der Kirche aber vorbei. Gucken, ob es schon Tag geworden ist. Ist es nicht. Auf zum Markt. Okay, der Markt hat sich doch um einiges gefüllt. Gehen wir als erstes zu unserem besten Freund, dem Schmied. Oh, hat sich da was getan? I feel I was slightly shortchanged in this trade, but I shall leave the fossil to its new owner. Good day. Hey up. Ja, vielleicht kann er uns helfen mit dem Schwert, mit dem Dolch. Boah, das brauchen wir wahrscheinlich am Ende, um uns zu verteidigen. Aber vielleicht kommt dann irgendwie so ein Schreckmoment, wir müssen uns entscheiden, ob wir zustechen oder nicht. Und wir stechen vielleicht so oder so zu. Und das ist dann quasi dieses Schicksal, was wir bereuen. Das wäre sehr undramatisch, aber nicht unrealistisch. I'm having some trouble extricating a knife from a table in the plough and furrow. Might I borrow a pair of pliers? A knife, you say? I can get that out for you. That's very kind of you, Mr. Crozier. Think nothing of it. Wait here. Das war einfacher als gedacht. Oder er schafft es jetzt nicht. That were a struggle. Here you are. Okay. Ein Messer haben wir Thank bekommen. you so much. Verteidigung ist zumindest ein bisschen verstärkt. Bringt uns das was? Wir könnten den Badger töten, um aus seinem Fell unsere Violine zu schmieden. Das wäre etwas brutal und ich weiß nicht, ob das das Ziel ist. Ansonsten bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wo wir das Messer benutzen können. Look at this, Mr. Crozier. It's my father's journal. Er wird sich nichts machen draus What are you können. showing me? Ja. Did you slip it under my door last night?
Have you gone daft? Why would I have your father's journal? Never mind. Do the sketches inside mean anything to you? Looks like a load of rubbish to me. Eventuell, aber über die Steine sollte uns vielleicht helfen können. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. I found out my father visited Bewley 25 years ago. William Bateman, perhaps you remember him? I would have been just a lad. What were you here for? That's what I intend to find out. What do you make of these stones? Don't look like out to me. Schade. Are you familiar with any local folklore? Oh, aye. The old cobbler used to tell me some right stories. Swore he sold a pair of boots to a goblin when he were a young man. A goblin, you say? I take it this cobbler was a regular at the Plough and Furrow? Never drank a day in his life. Sober as a judge. Have you been to the Devil's Toe? Yes, I'm familiar with the cairn. Some say they've seen the goblin's daughter there, playing her fiddle. How peculiar. I met a girl near there earlier. She gave me this broken fiddle bow. Well, you've experienced the local folklore firsthand then, lass. Boah, schon wieder noch mehr Zufälle. Als hätten die so eine Art Rat, der irgendwie abends tagt und sich irgendwie ausdenkt eine Story, um uns zu verwirren. Do you know any other stories about this goblin? I don't have the time to be standing here gossiping about old wives' tales. Apologies. Does the name Saxnot mean anything to you? Never heard of it. What is it? Never mind. Thanks for your time. Aye. Speak to you later. Wollen wir ihm noch irgendwas zeigen? Gucken wir uns das Messer mal I an. should be careful. The blade is sharp. Das ist gut. I don't wish to give that away. Aber ich hatte ein bisschen gehofft, dass er uns sagen kann, wo wir eventuell ein Tier finden. Miss Tompkins looks more anxious every time I see her. Ich weiß auch noch nicht so ganz genau, was ihre Rolle hier ist. So gar nicht. Hello, Miss Tompkins. Hello. We weren't introduced earlier. My name is Thomasina. Mom? How do you fare, Miss Tompkins? I'm waiting for Mr. Ambrose. Have you seen him? Who's that? The milkman. Ms. Fenchurch will be ever so cross if I've no milk for his lordship. I'm afraid I haven't seen him. You are in the employ of Lord Panswick. Aye. He employs half a Bewley in one way or another. I'm in need of some help for my excavation. Do you think his lordship could lend me some of his labourers? Maybe. Might you introduce me to him? Sorry, Mom, but his lordship doesn't take visitors. Any road, I must wait here for Mr. Ambrose. Ms. Fenchurch will be ever so cross if I've no milk for his lordship. Dann müssen wir wahrscheinlich... Vielleicht müssen wir ihm die Milch bringen? If Mr. Ambrose doesn't turn up, and I find you some milk, would you be able to introduce me to Lord Panswick? His lordship really doesn't like visitors, Mom. I'll take the risk. Miss Fenchurch will be cross with me. But she'll be even crosser if I come back without fresh milk. So, do we have a deal? Aye. Bring me some milk and I'll take you to his lordship. Thank you. But hopefully Mr. Ambrose will arrive soon. Okay, Leute. Die Ziege! Die Ziege! Er hat gesagt, die Ziege gibt gut Milch. Ich meine, es ist dann vielleicht keine Kuhmilch, aber die Frage ist, vielleicht können wir den Eimer hinter uns mitnehmen und darin die Milch einfüllen. Ich weiß dann noch nicht, wie wir die Ziege melken werden. Dieses scheint ja ziemlich böse zu sein. Eieiei, aber es wäre eine Idee. Es wäre im Moment das Einzige, was mir einfällt, was irgendwas mit Milch zu tun hat. Have you been waiting long for Mr. Ambrose? Aye, he should have been here a good 2 hours ago. He's here every market day, you see. He sells only the freshest milk. Miss Fenchurch swears by it. I hope misfortune hasn't befallen him on his way here. I'm sure he will turn up. Oh, I hope so. Are
you familiar with Hobbs Barrow? What's that? Never mind. Ach, sie wird auch nichts über die Steine wissen, aber wir machen es einfach trotzdem. What do you make of these stones? Oh, gives me the creeps. Why? Dunno, just a feeling. Who is Miss Fenchurch? His lordship's housekeeper. I'll let you know if I find some fresh milk. Thank you, ma'am. But tell me if you see Mr. Ambrose, won't you? I will. The bucket is rusty and full of holes. The bucket has seen... Scheiße. Full of holes. Ich meine, wir könnten es zum Schmied bringen. Kurz fragen, ob er ein Bucket für uns hat. Hey up. Do you have any fresh milk going spare? I'm a blacksmith, not a cattle farmer. Quite. Thanks for your time. Aye. Ich hatte gehofft, dass er einen Topf für uns hat. Wenn irgendwas müssen wir das ja transportieren. Wir haben nicht so wirklich eine, ja. Aber vielleicht müssen wir auch erstmal mit der Ziege interagieren, dass dann unser nächster Auftrag sein wird, das passende Gefäß zu finden. He's selling an assortment of greasy meat pies and Scotch eggs. A jolly-looking fellow. He'd make a fine snake oil salesman. Can I interest you in a pie? Finest mutton in all the county. 2p each. No, thank you. You're missing out. Good day. Freshly picked apples, miss. Would you like to try one on the house like? Ich meine, unser Charakter hatte in den 2 Tagen, wo wir hier sind, noch nicht einmal was gegessen. Es könnte natürlich eine Falle sein, aber 2 Tage nichts essen ist auch nicht gut. Yes, please. Here you are, miss. The apple Oh, looks somewhat rotten. It's riddled with holes. okay. The apple looks somewhat rotten. It's riddled with holes. Das könnten wir der Ziege geben. I'm not sure what that would achieve. Okay, wir können ihn auch nicht irgendwie schälen. Oh, hier sind verschiedene Sachen. Various chards and beets. A decent selection of cuts and sausages. Tins of corned beef. Ghastly. She is selling various herbs, some familiar looking, some not. The box is full of various sprouts and onions, nothing particularly tempting. The box is full of... Okay, wenn I'm wir not hungry. draufklicken, kommt auch nichts Neues. Good day. Fresh produce. What have you got for sale? I'm selling meat, vegetables, and all sorts of herbs and things. You're welcome to have a gander. I'll be sure to browse. Die scheint sehr freundlich zu sein. Und hören wir uns mal an wegen der Milk. Do you have any milk for sale? Not today, sorry. Goodbye. Ta-ra, miss. Gehen wir mal ganz kurz nochmal zum Cobbler. Vielleicht ist der ja heute mal da. Wo ist der denn? No one here. Der ist schon seit Anfang an verschwunden. Und auch der Postbote, ne? Der wird auch wahrscheinlich weg sein. Also der wird noch nicht zurückgekommen sein, so rum gesagt. Mr. Long mustn't be in. I don't need to go in there. Das wird uns auch nicht weiterbringen. Ich würde mal ganz kurz zu meinem Equipment gehen. Rein theoretisch wäre es klug, eine Schaufel mitzunehmen, wenn wir die Excavation starten wollen. Gehen wir mal ganz kurz in die Richtung. Der Dude ist übrigens hier nicht mehr. Aber gut, vielleicht ist er irgendwann mal an die Arbeit gegangen. Okay. A fine specimen. She's well looked after. Wer hat die denn mitgebracht? Horsehair would make fine bowstring. Das She almost took my head off. ging einfacher, als ich dachte. Wait. Ah, okay, wir haben es nicht geschafft. Okay, vielleicht direkt mit dem Apfel. That's not mine to take. The horse has been provided with some drinking water. I don't wish to carry around my... Hey girl, would you like an apple?
Ich hoffe, wir bringen es nicht um. She is completely indifferent. Perhaps the apple is too spoiled for her liking. Oh, verdammt. I don't wish to interfere with her water. Die will was Besseres essen. Ich will eigentlich das Knife nicht auf dem Pferd benutzen. Aber was anderes haben wir auch nicht an der Stelle. Aber es ist gut zu wissen, dass wir irgendwas brauchen, um das Pferd mit... Ja, wahrscheinlich müssen wir... von der Händlerin. Maybe. Ich könnte mir vorstellen, dass übrigens der Weg hier rechts, ganz weit rechts, wo wir immer zurückgelaufen sind, am Ende zu dem Lord dann führt. There's nothing else I wish to discuss at the moment. Okay, ich hatte irgendwie gehofft, dass wir von ihr noch was kaufen können. The produce is not my... Sacks of apple, they've all seen better. Good day. How did you... I'm afraid it is rather... Hey up. That's slander, that is. Don't you be going around telling folk I'm handing out rotten apples. Oh. The apple looks some... Können wir das jetzt den Leuten sagen? I don't wish to give that away. Ah, shit. So von wegen, wir kriegen Rotten Apples von ihm. Und dann gibt er uns... Und dann gibt er uns neue Apples. Der Mann ist suspicious. Wir können aber vielleicht ganz kurz in der Taverne fragen. Außerdem interessiert mich der Mann. Gar nicht creepy. Mal gucken, ob er auch wirklich den Bildschirm wechselt. Nee. Der Junge ist auch nicht mehr da. Interessant. Da waren wir, glaube ich, heute noch nicht am zweiten Tag. Mr. Shoulder ist hier drin, ne? Perhaps you've had enough sugar? Don't you start and all. Okay. Joe. A heap of glistening sugar cubes. Oh, Sugar, Pferde. Das könnte was My werden. mother has a similar one. I prefer my tea hot and fresh. Wie kriegen wir den Sugar von ihm? Hands off me sugar. Oh nein, er liebt den I think Sugar. this is supposed to be for all the patrons, sir. I said hands off. Come on, Joe. Be nice to our visitors. Ha! This place has gone to buggery. Oh, cool. Wir haben Sugar gefunden. Das ging leichter als gedacht. Ich hab einen Freund, der hat mal eine Zeit lang so Sugar Cubes einfach gegessen. Finde ich immer ziemlich komisch. Hello. Oh, she's back again. Can't a man drink his tea in peace? There's nought for you here, lass. Horrible man. How many more sugar cubes is he going to add to his tea? He'll have no teeth left by the end of the day. Just looking at it makes my teeth hurt. The enigmatic Mr. Leonard Shoulder. He looks somewhat frail. Vor allem so, ich warte beim Grab auf dich. Er hat uns wohl verschwiegen, dass er vorher ein paar Bier trinken geht. Klassiker. Hello again, Mr. Shoulder. Miss Bateman. Wir können ihn einiges fragen. Machen wir mal. Sogar ein paar Sachen, die wir noch nicht vorher gefragt haben. What else can you tell me about this sax knot? Try not to worry yourself too much with these old stories. Leave those to the locals, Miss Bateman. Have others spoken of goblins appearing in their dreams? A dream is a dream, that is all. They merely make for good stories. I know. But to answer your question, no, not to my knowledge. Mr. Bryden has given me permission to excavate Hobbs' Barrow. Marvellous! I'm sorry you've had to sort all this out in my absence. When do we start? Tomorrow, I hope. But first I need to recruit some locals to assist with the dig. It's too much work for me to do on my own. I see. Bewley has its fair share of strapping young lads. You'll find assistance, Miss Bateman. Und er wird einfach die ganze Zeit warten. Tell me about yourself, Mr. Shoulder. I'm sure the locals have filled you in already, lass. You cut quite the mysterious figure. Most had little to say. It's true, I do tend to keep my head down.
When one gets to my age, one grows very comfortable in one's home. I like the isolation of the moors. I wouldn't change it for anything. I take it you don't get many visitors. Oh no, nobody bothers me. That's the perk of living so far out, huh? Just me and me hens. I used to come into Bewley more often, back before my health went to bugger, eh? Vor allem, er sagt, er hat sein Haus selten verlassen und als wir vor 25 Jahren von ihm gehört haben, hat er gesagt, ja, also, ne? Damals habe ich mein Haus nicht gerne verlassen. Scheint sich nicht viel getan zu haben in den letzten Jahren. What do you think of Bewley? Whilst one could consider the villages to be rather unenlightened, this place has its charm. The market's in town today. You can see that folk want fun out here. I know where I can find a Scotch egg, that's for certain. Do treat yourself to one. You'll not taste better. So Leute, vergesst nicht das Trinken. Es geht einfach immer weiter. Wir können ihn einfach immer weiter und weiter fragen. What else can you tell me about the previous excavation? I think I covered it earlier, Miss Bateman. As you yourself said, it were a time of superstitious hysteria. Ich habe irgendwie so das Gefühl, vielleicht ist das so ein Joke, sodass wir jetzt immer weiter klicken können und es kommen immer weiter irgendwelche Sachen, die uns nicht weiterbringen. Und der Mr. Shoulder ist einfach nur dazu da, um uns zu nerven. Is there anything else I should know about Hobbs Barrow, Mr. Shoulder? No, lass. I'm certain we will know a lot more about it by this time tomorrow. I hope so. What was it like, living in that period of hysteria? I kept to myself. It didn't really affect me. My hens stayed healthy and their eggs kept me well fed. If one can keep a level head in such situations, one can get by. Indeed. Is there anything else I should be aware of before my own excavation? No other ghouls I should be worried about? Ah, you know the answer to that. The corruption in that soil were all in the minds of men. What do you make of Mildred Walker? Who? I believe she's also known as Mother Mildred. Oh, we used to get about when we were children. Our paths have not crossed in a long while. Das hat sie auch gesagt. What do you think of Charles Bryden? He is a decent man. It must have been hard for him after that terrible business with his brother. Without a doubt. I must say I had assumed you had at least spoken to him about my visit. Sorry, lass. I had no intention of giving you the runaround. Again, I can only apologise. What do you make of Lord Panswick? His lordship is an important man in Bewley, as I'm sure you have gathered. His family has commanded much respect here for many generations. Do you respect him as a leader? I do. He wants the best for the village. Without his influence, the railway line would have never come through here. Does he want more visitors? Aye, I believe so. He has great ambitions for Bewley and wants to share them with the world. What are Lord Panswick's plans for Bewley? He's rebuilding an old chapel on his estate. He seeks to bring God back to these lands. But what of St. Edmunds? I think Father Roach might argue God has never left. Indeed. Let's leave such arguments to them, shall we? Das war jetzt immerhin noch interessant, der letzte Satz. Scheinbar weiß er irgendwas in die Richtung. If you don't mind me asking, what is the nature of your ongoing illness? Oh, just the ravages of age. Getting off this bench will be a small battle in itself. Something you won't need to worry about for many a year, Miss Bateman. Growing old is a blessing and a curse. And what of your recent fever? An ordeal it were. So much tossing and turning. But I'm right as rain now, especially after a mug of ale. Don't worry about me. Thank you for your time. Aye, Miss Bateman. I'm looking forward to tomorrow. Okay, das heißt, es vergeht mindestens noch ein Tag, bevor wir dem Ende nahe kommen. Wer ist der Dude? He appears to be lost in deep thought. Oh, vielleicht können wir mit ihm philosophieren. Hello there. Yes? My name is Thomasina. What's yours? Ted?
Ted Cross. Pleased to meet you. Likewise. Scheinbar gehört ihm das Pferd. Is that your horse stationed in the alley? Aye. Thistlecrack is her name. That's an unusual name for a horse. Aye. It were what she were called when I bought her. Glutton would be a better name. She likes her treats. But it feels wrong to change it. Are you a local, Mr. Cross? Oh no, I'm just passing through. I'm a musician. Just myself, me guitar and me horse. Oh, er ist ein Bade. Wie cool. Definitiv meine Lieblings-Dungeons. Obwohl, man muss sagen, ich mag auch gerne Paladin, ne? Die beiden sind wahrscheinlich meine Lieblings-D&D-Klassen. Are you a travelling musician? Aye. I've been playing a new song tonight. I've just finished the lyrics. What's it about? You'll have to come listen. Oh, cool. Es gibt also heute Abend noch ein bisschen Unterhaltung. Und der Arthur Tillman hat auch gesagt, dass wir am Abend noch was trinken sollen. Bin ich mal gespannt. What do you make of Bewley? Can't say that I know much about this place. I don't usually travel this far south. I see. Aber warum ist er heute da? Have you heard of a place called Hobbs Barrow? Can't say I have, miss. What is it? Never mind. Thank you for your time. Make sure you watch my performance later, won't you? I'll try. Vielleicht ist er irgendwie so ein Comic Relief für die Situation. I don't need to use the... Okay. You found old Leonard, I see. Yes, finally. Does the name Saxnot mean anything to you? No, I can't say it does. Hmm. Und er war der Erste, der uns von dem Tale erzählt hat, glaube ich. Who is Miss Tompkins? A housemaid in the employ of Panswick Manor. She comes by to pick up his lordship's weekly paper. I'm surprised newspapers are available in Bewley. Aye, his lordship gets what he wants. Ich frage mich, ob es das wäre richtig gemein, wenn es ein Achievement gibt, dass du alle Sachen anklicken musst, die man so fragen kann. Und Achtung, kleiner Spoiler für Disco Elysium. Tatsächlich trackt das Spiel, wie viele Seiten man so liest. Und das hat dann in 1, 2 Sachen Konsequenzen. Sehr interessant. Also kein großer Spoiler. Do you have any fresh milk going spare? Sorry, lass. I've none at all. Never mind. Lord Panswick likes to keep up with affairs from outside of Bewley. Aye, he has many interests around the country. What sort of interests? His lordship's affairs are his own business. I've had some rather unbelievable news, Stanley. Oh? Oh, interessant. Irgendwas passiert. Remarkable. Quite the coincidence, is it not? Remarkable. Just remarkable. Do you recall my father from back then? I'm afraid not. Those were my droving days, you see. I didn't spend much time in Bewley, but an interesting turn of events nonetheless. What do you know of Mother Mildred? I'll tell you what I know about Mother Mildred. She wants locking up. How so? She owes me a small fortune on her tab from years ago. Do remind her next time you see her, won't you? I'd rather not get involved, if you don't mind. Be careful who you trust, Miss Bateman. Goodbye. Interessant. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich weiß nicht, ob uns das in irgendeiner Form irgendwas bringen wird. Wir versuchen erstmal, das Sugar mit dem Pferd zu benutzen. Das klappt auf jeden Fall. Eat this. Good girl. Hopefully that's gained some trust between us. I can't rip the hair from her tail with my bare hands. Vielleicht auch das Messer? I've managed to cut off a few lengthy Okay, gut. strands. Das hat schon mal geklappt. So, jetzt kombinieren wir das I damit. must coat the hair with something waxy first. Ah, Otherwise okay. the string will have no friction. Na gut, von mir aus machen wir das erst in der Reihenfolge. There we are. This should make sufficient bowstring now. Okay. I've done it. The bowstring seems to hold on sufficiently.
Gut, Schritt 1 ist getan. Die Frage ist, wozu brauchen wir das Ding jetzt? My makeshift bowstring has been attached. Ich meine, wir können es dem Musiker zeigen, I guess. Das würde Sinn machen, aber ich wüsste noch nicht wozu. I don't wish to give that away. Ich würde auf jeden Fall mal ganz kurz schnell reisen. Wir können an der Stelle nicht schnell reisen. Okay, gut, gehen wir erstmal raus. Ich würde gerne zu dem verfluchten Stein gehen und da gucken, ob was ist. Also ob ich das da vorspielen kann. Das habe ich mir nämlich gedacht. Dass genau das passieren wird. Das Mädchen wartet schon von uns. Sie hat noch immer die komische Maske in der Hand. Und ich glaube, das ist mal wieder ein großartiger Moment, um das YouTube-Video für jetzt zu beenden. Lasst ein Follow oder Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich speichere mal ganz kurz.